Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, auf dem Hauptkanal. Wie ihr wisst, habe ich ja mehrere Kanäle. Da muss ich selber aufpassen, dass ich den richtigen Kanal auch ankündige. Aber wie ihr sehen könnt, ich gehe mal so ein bisschen zur Seite oder hier so. Ja, hier ist alles weg. Ja, kein Bauch, kein nichts mehr. Aber unser Thema heute, ausgeschlachteter Bus, der 10, ja, der Mercedes C1, der Citaro, der wird leider ausgeschlachtet. Die Alina, die hatte mal geschrieben, lasst uns doch den nochmal anschauen, bevor der ausgeschlachtet wird. Und das machen wir jetzt gemeinsam und schauen uns den Bus mal an. Alles nach dem Intro. So Leute, wir verabschieden uns von einem der schönsten Busse mit einem schönen Sound bei Fehlingreisen. Der ist leider in die Jahre gekommen. Der wird jetzt entweder verkauft oder ausgeschlachtet, je nachdem. Mal schauen, wie ihr sehen könnt, der ist auch abgemeldet. Da sind schon die ersten Ersatzteile raus. Ja, ihr wisst ja noch, mit dieser schönen Lackierung, wollte ich schon sagen, ist ja eine Folie mit dieser Werbung. Haben wir den ja noch in Erinnerung. Der hatte sogar so schöne Schraubensicherungen hier bekommen. Aber wie man schon sieht, ja, der ist echt in die Jahre gekommen. Hier ist alles sehr wahrscheinlich morsch. Tragende Teile dürfen natürlich nicht geschweißt werden, wenn das so grobe Sachen sind. Ich weiß nicht, wo was hier durchgerostet ist. Ja, ich habe mitbekommen, dass er, wie gesagt, richtig durch war. Und warum auch immer ist sogar hier die Scheibe kaputt. Oben die Scheibe kaputt. Vielleicht hat er auch noch einen Unfall gehabt, wovon ich nichts weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der abgemeldet und wird. Wir können aber auch schon mal reingehen. Das tut doch weh, oder nicht, Leute? Guckt euch das mal an. Ja, der wird nicht verkauft. Davon habe ich nicht gewusst, dass die Scheibe und so auch kaputt ist. Der ist jetzt nur noch zum Ausschlachten. Da oben sind noch ein paar Sachen, die kann man bestimmt noch gebrauchen. Für die Lavo. Die Lavo haben die schon rausgebaut. Natürlich, Drucker ist schon weg, Kasten ist schon weg. Hier so diverse Sachen, die werden bestimmt noch gebraucht. Das tut mir jetzt echt selber auch weh. Hier hinten ist ja auch noch alles dran gewesen und so. Ja, mir fehlen die Worte, das tut echt weh. Natürlich werden die Sitze oder so auch noch bestimmt irgendwann mal gebraucht. Ja, ich sehe schon, Motor haben die, glaube ich, auch schon raus. Oder, nee, noch Motor ist noch drin. Oder beziehungsweise Getriebe, hinten muss ich mal gucken. Doch, da sieht mir schon, ja, ich kann das von da schon sehen. Seht ihr da Luft? Wir gucken uns gleich das mal an. Aber sehr wahrscheinlich wird auch der Motor schon raus sein. Der Motor war ja noch gut mit dem geilen Sound. Wer weiß, wo der eingebaut wird, dann haben wir wenigstens noch einen Sound irgendwo in so einem Mercedes. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war der ehemalige Spuckschutz. Der ist noch hier mit dieser Folie. Da oben ist auch schon alles raus. Okay, ihr wolltet den sehen. Die Alina, die hatte es mal geschrieben, dass sie den gerne sehen möchte. Und jetzt hat sie es gesehen. So Leute, wir schauen uns den Motor mal an. Aber ich glaube, der ist schon ausgebaut, so wie ich das gesehen habe da. Nee, Motor ist noch drin. Oh, was habe ich denn da gerade? So ein Licht da oben gesehen. Nee, Motor ist noch drin. Aber der Motor war ja eigentlich noch gut. Ich denke mal, dass wir den noch ausbauen werden. Mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. So viel zu dem 10. Verabschieden wir uns nochmal. Tschüss, schöner Bus. Es war schön mit dir zu fahren.
So Leute, ich mache noch eine kleine Vorstellung. Heute mal was ganz anderes. Und zwar stelle ich euch gleich den Transporter von uns hier mal vor. Das ist unser Werkstattwagen, den wir für Einsätze benutzen, wenn mal ein Bus liegen geblieben ist, wenn er mal irgendwo nicht weiterkommt. Dann wird die Werkstatt gerufen. Und mit diesem Fahrzeug fahren wir den dann dahin. Ich zeige euch gleich, was das ist. Ich muss aber vorher erstmal noch meine Fahrt machen. Den Volvo, den gebe ich für eine Woche ab. Ich mache gleich einen Transfer. Ich fahre mit meinem Volvo weg und komme dann mit dem später dann wieder zurück. Und der Volvo ist dann anderweitig unterwegs. Dafür habe ich den Doppelstock die ganze Woche. Ja, aber wichtig ist jetzt erstmal, ich stelle euch mal ganz kurz mal hier unseren Transporter vor. Bleibt dran. So Leute, das ist unser Transporter, der VR 1380. Der ist von 2018. Wartet, ich mache mal hier zu, dann könnt ihr hier nochmal sehen. Ja, Servicefahrzeug steht auch drauf. Ja, auch oben mit Warnblinkanlage und so. Aber zeige ich euch alles gleich. Wir schauen uns den erstmal von innen an. Von der Seite könnt ihr sehen, ein Schaltwagen. Ja, mit Radio, mit alles, was dazugehört. Der ist vom Baujahr 2008, hatte ich gerade schon erwähnt. Ja, hier vorne nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, Schaltwagen. Aber hier hinten, da sieht es doch schon ganz anders aus. Ich war selbst hier auch noch nie drin. Hier ist schon mal so eine Radkappe. Keine Ahnung, wem die gehört. Hier sind so diverse Sachen, was die Werkstatt so alles braucht. Ja, unter anderem ist meistens auch Diesel immer mit im Spiel. Dann haben wir da einen Wagenheber, hier ein paar Sicherheitsgurte. Wie gesagt, ich kenne mich hier drin nicht aus. Mal gucken, was hat er denn hier noch alles drin. Die sind leer. Alles leer oder was? Kann man aber was reintun. So wie es aussieht. Scheint leer zu sein. Das hier ist so eine Sperre von der Anhängerkupplung. Das sind hier diese Felgen, nicht Felgen, ja doch, Felgenmutter, Reifen, Felgenmutter, Sicherungen, damit man weiß, ob die sich gelöst haben oder nicht. Werkzeug, aber Werkzeug haben die hier gar nicht drin. Nehmen die immer mit. Ah, hier unten sehe ich so ein, könnt ihr vielleicht auch sehen. Das ist so Überbrückungskabel. Aber hier ist was drin. Ja, auf jeden Fall ist man immer ruckzuck da. Die haben aber separat immer noch so einen Werkskoffer, wo Werkzeug drin ist. Das nehmen die wohl dann immer mit. Feuerlöscher darf natürlich nicht fehlen. Ja, so sieht das hier drin aus. Hier sind so Sachen, wo man hier so alles verstellen kann und anschrauben kann. Ja, viel gibt's nicht zu sagen. Anhängerkupplung hat er auch. Die Dinger, die mache ich gleich mal an, dann könnt ihr das mal sehen. Tank hat er auf der Seite. Ja, hier kann man AdBlue tanken. Hier, das ist dann der Schalter. Ich mache mal an, da könnt ihr das sehen. Ja, dann geht das da oben an. Die können wir hier wieder ausmachen. So, wir machen auch nachher noch eine Probefahrt, eine kleine, wenn ich auf der Rückfahrt nachher bin. Ja, ich kann euch jetzt schon erzählen, wie viel hat er runter. Mal gucken, gerade stand da drauf, 187.600 und ein paar gequetschte hat er runter. Ja, so sieht's aus. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. So, ich habe die Aufnahmen natürlich gerade vorher, bevor ich losgefahren bin, gemacht. Auto bleibt jetzt hier stehen. Der Kollege, der fährt mit diesem Auto mich dann ablösen in Köln. Und wenn ich von da wiederkomme, mache ich dann auch die Probefahrt. Wie gesagt, der Volvo, der ist eine Woche jetzt weg. Der Kollege Michael, der fährt damit. Auch ein Reisebusfahrer, aber sein Bus, der ist noch nicht zugelassen. Und die Gruppe, die wollte gerne mit ihm fahren.
Bei uns ist der Kunde König, wenn die einen Fahrerwunsch haben. Auf den Bussen, da steht immer noch Fehlingreisen drauf und nicht Mehmet OE oder irgendein anderer Name. Ja, und wenn der Chef sagt, hier, die Kunden, die wollen den haben, dann kriegt er das auch, habe ich auch als Verständnis für. Dafür fahre ich ja nächste Woche dann eben halt mit dem Doppelstock, wo der Doppelstockfahrer dann natürlich auch nicht sauer ist oder sauer werden darf. Ja, so viel hierzu. Jetzt noch eben schnell die im Anschluss die kleine kurze Probefahrt und dann haben wir es geschafft. So, bleibt weiterhin dran für die kleine Probefahrt und dann verabschiede ich mich nochmal und ja, bis gleich. Ich fahre jetzt erstmal nach Köln. Ja Leute, dann machen wir auch mal eine kleine Probefahrt hier mit dem Teil. Wenn mal ein Bus irgendwo liegen bleibt, dann muss er natürlich auch zügig direkt vor Ort sein. Und der hat schon einiges PS, wenn man den mal richtig so durchdrückt, ja, da kommt einiges raus. Wenn man dann an Ort und Stelle ist, hat man ja, habe ich euch ja vorhin gezeigt, hier die Möglichkeit, die Lampe oben anzumachen. Dann weiß man, dass da irgendein Hindernis vorne steht. Jetzt geht die Kamera noch ein bisschen flöten. Haben wir auch noch nie gehabt, mal so einen Werkstattwagen mal vorzuzeigen. Das war jetzt die Gelegenheit. So, wieder zurück. Jetzt habe ich den mal dahingestellt, wo normalerweise immer der Volvo steht. Jetzt gucke ich mir gleich den Doppelstock nochmal an und mache den fertig für Montag. Montag bin ich überall in Münster bin ich unterwegs. Dann bin ich von Münster, muss ich zurück nach Meschede fahren, ins Winterberg, wieder ein paar Leute wegbringen. Und ansonsten bin ich die ganze Woche mal hier, mal da mit dem Doppelstock unterwegs. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ja, ganz am Anfang der Beitrag nicht so, wegen dem 10, wegen dem Citaro, der ist ja, wird ausgemustert. Und damit wir ein bisschen Programm haben für heute, habe ich dann auch noch mal das gute Stück hier auch noch mal vorgestellt. Muss ja auch sein, ne? Und nächstes Mal, die Alina, die hatte mir den 26 als Update, glaube ich, nochmal vorgeschrieben. Mal schauen, was ich alles finde. So, bleibt mir weiterhin treu, abonniert weiterhin den Kanal. Wir haben eigentlich nicht mehr allzu viel für die 100.000. Irgendwie ist wieder in Stottern geraten, keine Ahnung warum. Aber das wird sich wohl legen. Aber der Kochkanal, der ist jetzt im Kommen. Und ich gehe mal so ein bisschen zurück, könnt ihr auch schon sehen, richtig viel abgenommen. Wenn ihr natürlich auch abnehmen wollt, egal ob ihr Busfahrer, LKW-Fahrer oder einfach nur als normale Person seid, bei mir auf Kochschule OE, da gebe ich einige Tipps, auch eine Ernährungsumstellung, die ihr dann verfolgen könnt und befolgen könnt. So, jetzt habe ich aber wieder genug geredet. Ich bin eine Labertasche, ey. So, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet OE.